Der goldene Schamane führt direkt in die goldene Zeit, in die neue Zeit. Er fasst die Essenz des schamanischen Wissens, was über so viele Zeiten in so vielen Kulturen gelebt wurde, zusammen und bringt es in eine Form, die wir heute leben können. Ganz selbstverständlich. Nicht nur in unserer schamanischen Arbeit, sondern auch in unserem gesamten Leben, in unserem Alltag. Früher war das schamanische Wissen wenigen auserwählten Wesen vorbehalten, die dafür auch oft gar kein normales Leben mehr führen konnten, um diese Reisen zu unternehmen, um diese Verbindung zu halten zu so vielen Dimensionen. Heute hat sich die Zeit aber gewandelt und die Himmel und all die kosmischen Ebenen sind uns ohnehin viel näher gekommen, sodass es heute ganz andere Wege gibt, an diesem Bewusstsein teilzuhaben und dieses Wissen zu leben. Im goldenen Schaman werden diese Ebenen ganz besonders über 3 große Werkzeuge zugänglich gemacht. Es ist einmal das schamanische Messer. Das schamanische Messer gibt eine komplett neue Führung in unserem Leben, die so ganz unabhängig ist von dem, was wir bislang erlebt haben, erfahren haben, was wir gewohnt sind. Diese Führung ist sogar unabhängig von den geistigen Begleitern, weil diese Führung spiegelt unsere ganz tiefe innere eigene Führung. Es ist so, dass der goldene Schamane mit diesem Messer mehr und mehr verschmilzt und spürt, dass das, was er dort an Führung erfährt, nichts anderes ist als seine eigene Führung, die ganz natürlich angelegt ist, die wir nur im Alltag so oft überhören. Darüber hinaus ist das schamanische Messer eine sehr schlagkräftige Ebene, um von alten Bindungen zu befreien, von emotionalen Strukturen, die uns immer wieder blockieren und hindern, oder auch von Gedankenkonstrukten, dass wir immer wieder glauben, wir sind von etwas abhängig im Außen. Wir müssten noch etwas haben, bevor wir dann wirklich starten können mit glücklich sein, mit wir selber sein, mit unserem eigenen Weg zu gehen. Das alles liegt oft nicht im Außen, es sind einfach unsere Gedanken und unsere Gewohnheiten, die das produzieren. Und das schamanische Messer kann unglaublich schnell Befreiung von diesen Ebenen schenken. Das Dritte ist, dass wenn ich mit dem schamanischen Messer in der Aura arbeite, dann kann ich Seelenanteile und Qualitäten aufspüren, die ich ganz leicht wieder in das Tagesbewusstsein führen kann, wo sie dann auch eine Manifestationsebene bekommen, wo sie wirklich sich im Leben ausdrücken können. Auch das hat früher alles viel länger gedauert und war mit aufwendigen schamanischen Reisen verbunden. Und heute geht es über diese Ebene aber ganz leicht und ganz schnell. Das zweite wesentliche Werkzeug ist die Kalimba oder auch Sansula genannt. Dieses Werkzeug verbindet uns mit den Seelenklängen. Die Seele teilt sich ja meistens nicht durch Worte oder lange Erzählungen mit, sondern die Seele ist etwas, was wir viel mehr spüren und fühlen und diese Schwingung aufnehmen und einfach merken, das fühlt sich so zu Hause an. Das fühlt sich so nach wir selber an. Und über die Arbeit mit der Kalimba fließen diese Seelenklänge ganz natürlich in die Arbeit des goldenen Schamanen ein und er erinnert sich an die eigene Seelenheimat und begleitet auch andere darin, wieder Anschluss zu finden an diese Schwingung und an dieses Zuhause-Sein. Und wenn wir damit in Berührung gekommen sind, dann stellen wir auch fest, dass sich unsere Umwelt verändert, denn diese Seelenschwingung ist stark und die ist stärker als das, was uns umgibt. Und wir werden mehr und mehr zu einem Motor, zu einem Kern von authentisch sein, von wir selber sein und von Licht sein. Das dritte Werkzeug, für mich die Krönung des goldenen Schamanen, ist die tibetanische Furba. Wenn ich mit ihr arbeite, dann spüre ich, wie sich all die Inkarnationen aufblättern, wo wir so viel angesammelt haben, natürlich auch an Blockierungen, an Schuld, an Scham, an alten Ängsten. Das sind Ebenen, die heute oft ganz subtil in uns wirken und wo wir immer wieder feststellen, wenn wir wirklich ehrlich mit uns sind, wie viel wir tun, um
genau diese Dinge zu kompensieren oder zu verdecken, nämlich versteckte Ängste oder Scham oder Schuld. Die Ursachen sind oft ganz alt, die liegen oft nicht in diesem Leben. In diesem Leben wiederholt es sich nur, es klopft sozusagen an. Hallo, ich bin noch da und ich möchte erkannt und ich möchte geliebt und ich möchte erlöst werden. Ja, mit dieser Vorbar werden einfach ganz neue Ebenen berührt, die bislang auch in meiner eigenen Arbeit noch gar nicht berührt wurden und die sich dort wie mit einem Laserstrahl ganz leicht erlösen dürfen. Ja, das vierte große Geschenk des goldenen Schamanen ist, dass es nicht darum geht, Techniken anzuwenden, die alle gleich anwenden, sondern dass wir tatsächlich bewusst werden über den eigenen schamanischen Weg. Wie will sich dieser schamanische Weg durch mich ganz persönlich ausdrücken? Wie will ich ihn leben? Wie wende ich ganz individuell diese Werkzeuge an? Und wie wende ich auch andere oder bekomme ich auch andere Werkzeuge, die einfach zu mir gehören? Denn jeder Schamane ist so einzigartig und hat eine ganz einzigartige Botschaft und ein Erbe, was er hier den Menschen der Welt zu schenken hat. Und das wird ganz besonders im 3. Zyklus des goldenen Schamanen freigelegt. Dass wir wieder Anschluss finden an unseren eigenen Weg, so wie wir ihn heute leben wollen. In unserer Arbeit, im Alltag, in unserer Familie. Ja, denn wir sind einzigartig und diese Einzigartigkeit ist die Medizin dieser heutigen Welt, dass wir einfach das sind, was wir sind. Ich brauche im goldenen Schaman niemanden mehr zu erkennen. Du bist es oder du bist es nicht, sondern die Wesen erkennen sich selbst. Ja, und wenn dich dieses Video berührt, wenn du spürst, da klingt etwas in dir an, da schwingt etwas in dir und du spürst, ich bin bereit, dieses Wissen wieder zu leben und ich weiß, dass es eigentlich in mir liegt, ja, dann sprich mich gerne an. Ich erzähle dir gerne noch ein wenig mehr und erkläre dir die äußeren Aspekte dieses Weges. Und ich freue mich, dich kennenzulernen.